Das sieht einfach so schön aus hier. Hey, guten Morgen. Also ich bin sehr froh um den Schnee heute und den Frost. Das hätte ja auch alles Regen sein können. Aber gestern kleine Party gefeiert. Herzlich willkommen zu den Laufliebhaber Kurznachrichten. Heute aus der Paurohütte. Ja, ich würde sagen, der Winter ist da. Kurzfristig. Ja, finde ich das super geil. Auf diesem Weg geht so. Aber ja, ich musste damit rechnen, dass Winter kommt. Aber hätte auch nicht sein müssen. Es hätte ja auch einfach nur kalt sein können. Ein bisschen Sonne, schöne blauer Himmel. Und dann wäre das hier super. Also ist immer noch super, halt nur ein bisschen anspruchsvoller super. So. Ich taste mich einfach heute mal vor. Jo. Das mache ich einfach den ganzen Tag. Ja, die Berge von Narvik wollen es heute wissen. Wollen es mal richtig wissen. Aber sollen sie, sollen sie. Ich meine, das sieht doch knaller aus. Ja, ja, heute wollen die Berge von Narvik mal richtig wissen, wie gern man sie hat und wie gern man hier ist. Ich bin gerne hier. So. Aber worüber ich sehr froh bin, ich habe ja letztens bin ich ein bisschen länger gegangen, da war eine Tagesetappe eingespart, weil ansonsten wäre ich heute auf dem Weg nach Heuswatten. Durch den ganzen Schnee und die Markierungen da sind eigentlich keine da und den Weg sieht man null. Und hier von Pauro nach Sitas ist wirklich top markiert. Das schafft wirklich Sicherheit, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, von daher läuft es gerade ganz in Ordnung. Aber ich muss ehrlich gesagt auch an die rote Jacke, bekannt als der Spanier, denken. Mit seinen Wandersandalen und so, also jetzt ohne Witz, irgendwie kommt er wirklich jetzt klar. Der ist zwar weit voraus, ich weiß jetzt nicht, ob er weiter oben ist schon oder weiter runter, aber sonniges Wetter wird er auch nicht haben. Ich hoffe, der kommt klar. Ist ja nicht ohne. Das sieht einfach so schön aus hier. Bisschen windig, aber super schön und doppeltes Hurra. Zusammen in eins, dreifach.
Herzlich willkommen zu den Laufliebhaber Kurznachrichten. Heute aus der Paurohütter. Und mit der Magie des Weges. Der DNT und der STF kooperieren nicht mehr. Und ein unterschätzter Ausrüstungsgegenstand. Also, ja, die Magie des Weges hat jetzt nochmal hammerhart zugeschlagen. Hat eine Weile gebraucht. Aber dann durch unterschiedliche Faktoren, wie es jedes Mal so ist, immer spielen andere Dinge mit rein. Diesmal Wetter, Anstrengung, Weg. Was habe ich alles mitgebracht hierher? Auf jeden Fall, jetzt ist echt wieder, jetzt ist super. Man merkt das, ich merke das, wenn ich abends im Zelt liege oder in der Hütte bin. Es ist ja alles noch wie immer. Der ganze Mist ist noch da, die ganzen Zukunftsüberlegungen und Sorgen sind noch da. Nennen wir sie bei Namen, die ganzen Arschlöchern, die es in der Welt so gibt, sind auch noch da. Aber das spielt nicht mehr so die Rolle in dem Moment. Es ist einfach, im Kopf ist einfach so eine Ruhe und Stille und ein gleichmäßiges Sein, wenn man das mal so einfach ausdrücken möchte. Da hat immer noch alles seinen Platz, es ist immer noch da, nur in dem Moment halt nicht. Weil was soll ich in dem Moment da auch mit? Weil die Probleme, die es zu lösen gäbe, kann ich in meinem Zelt, in meinem kleinen roten Zuhause auch nicht lösen. Und das macht die Magie des Weges. Die gleicht das, die zieht das alles glatt, die gleicht das aus, die bringt da wieder Ruhe rein. Das ist super und das wäre so schön, wenn das auch mal ein bisschen länger zu Hause so bleiben könnte. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß, hier ist sie da, hier funktioniert sie. Hier ist sie ein Geschenk. So, DNT STF. DNT ist der norwegische, sagen wir mal, Tourismusverband und STF das Pendant aus Schweden. Die haben früher mal kooperiert. Das heißt, wenn man Mitglied war, konnte man Vergünstigungen in Schweden, in den Hütten und so weiter erhalten und andersrum in Norwegen. Aber der Beitrag ist in Norwegen wesentlich höher und die Norweger haben das wohl teilweise etwas übertrieben missbraucht und sich dann immer in Schweden angemeldet beim Verband und dann die Vergünstigungen in Norwegen erhalten. Und dem will man wohl einen Riegel vorschieben und deswegen gibt es das nicht mehr. Also wenn man in Norwegen Vergünstigung haben möchte, muss man beim DNT Mitglied sein und in Schweden das gleiche beim STF. Hier und da gibt es wohl Hütten, die noch kooperieren. Das sind aber, kann man an einer Hand abzählen, da müsste man dann vorher recherchieren, damit man da dann den Rabatt erhält. So. Ein unterschätzter Ausrüstungsgegenstand. Ein Wassersack. Mein 10 Liter Wassersack. Ja gut. Was trägt der Kerl denn da alles mit sich rum? Kein Wunder, dass der Rucksack so schwer ist. Ja, aber ich habe mich hierfür bewusst entschieden. Wiegt, ja, keine 100 oder 120 Gramm oder sowas. Und der ist sowas von flexibel, macht so viel Freude. Denn zum Beispiel, wenn ich einen höher gelegenen Lagerplatz habe und unten fließt ein Fluss, muss ich nur einmal hin und habe Wasser zum Waschen, habe Wasser zum Trinken, habe Wasser zum Kochen, habe Wasser noch am nächsten Morgen. Also super ideal. Und wenn das Wetter stimmt zum Beispiel, packe ich hier einfach auch ganz viel Wasser rein. So 7, 8, 9 Liter. Lege die auf einen warmen Stein. Warte 1, 2, 3 Stündchen und kann danach warm duschen. Mitten in der Natur hänge ich das Ding an den Baum und ab geht's. Oder wenn ich weiß, dass ich einen Lagerplatz haben will, wo es kein Wasser gibt, aber 2 Kilometer entfernt zum Beispiel, dann nehme ich mir das auf dem Weg mit. Einfach fülle ich Wasser ab und dann trage ich halt 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, je nachdem wie viel Wasser ich gerne hätte, einfach mit mir rum. So, auch schon oft gemacht. Weil irgendwie jetzt nur eine 2 Liter Trinkblase oder eine Liter Flasche Wasser, fühle ich mich sehr unflexibel. Und dann gibt es immer die Meckerer, ja, ich kann mich nicht waschen, fühle mich so schmutzig. Ja gut, wenn du kein Wasser hast, kannst du dich auch nicht waschen. Hier, damit ist alles gelöst.
Hygiene, waschen, trinken, Zähne putzen, kochen, backen, alles. Also von daher kann ich nur empfehlen, dieses Ding mitzutragen. So. Ansonsten, Paul Röther sagt, ja, doch, es schneit. Frohe Weihnachten, gute Nacht. Du fühlst dich gut unterhalten und hast Freude dabei, meine Videos anzuschauen? Dann lass doch gerne ein Abo da. Da freue ich mich drüber. Danke dir. Also ich bin sehr froh um den Schnee heute und den Frost. Das hätte ja auch alles Regen sein können. Und da waren echt schwere Passagen dabei. Und wenn du die irgendwie runterhaken musst, das ist alles Schlamm und nass. Das ist echt nicht ohne und so. Der Schnee hat gut Tritt, gut Halt gegeben. Und die ganzen nassen Moos-Sumpfflächen waren schon angefroren. Da konnte man auch gut rübergehen. Also von daher, denn Schnee ist mir dann doch fast lieber in solchem Gelände als Regen. Stand heute. Rest wird man sehen. Guten Morgen. Ein neuer Tag. Ja, so ist das. Aber gestern kleine Party gefeiert. Ich habe in der Hütte Kartoffelpüree gefunden und Bratensoße. Ich habe mir dann 6 Portionen Kartoffelpüree gemacht und anstatt Milch habe ich die Bratensoße genommen. Ist jetzt nicht so der Klassiker, die man zu Hause am Sonntag sich macht. In meinem Fall war das aber, das war satt. Satt bis zum Ende, und zwar so satt, dass ich mein eigentliches Abendessen gar nicht brauchte. Nicht mehr reingepasst. Und das heißt, ich habe heute Abend doppelte Ration. Das freut. Das freut. Hey, guten Morgen. Naja, heute ist auf jeden Fall die Menschenuhr auch auf Null. Eben ja einen Auto auch noch gesehen. Der gute Mann hielt an, wollte einmal nur wissen, irgendwie, wo ich denn hier morgens herkomme, geschlafen habe und wo es denn hingeht. Er ist ein Mitarbeiter der Elektrizitäts- und Wasserkraftwerke von Norwegen, und da hinten, wo ich herkomme, war ja alles Stromleitung, Staudamm, ein bisschen Wasser. Na gut, er fuhr zur Arbeit, ich ging. Und ich ging da in meinem idyllischen Schneesturm am See entlang. Da dachte ich, es ist an der Zeit, ich träume wieder. War aber nicht. Da kam mir Ole aus Tromsø entgegen. Die Wand da hinten geht es jetzt hoch. Forchert, ich denke, es ist in der Zeit, es mal zu sagen, gut gemacht. Ich habe mich entschieden, gefühlsmäßig tut mir das sehr gut. Ich nehme nicht die lange Route, nicht über den Eispass,